Mein Name ist Kilian Krug. Ich bin Informationsgestalter und Systemdesigner in Berlin und ich beschäftige mich besonders mit dem Arbeiten mit grafischen Modellen. Als ich jetzt überlegt habe, wo mein Weg in Richtung Design oder Informationsdesign wohl begonnen hat, da musste ich seltsamerweise an meinen Religionslehrer denken. Der hat nämlich öfter mal mich als Skeptizist bezeichnet, wenn ich mir darauf bestanden habe, irgendwie immer noch mal nachzufragen, wenn sich für mich irgendwie noch immer kein schlüssiges Gesamtbild ergeben hat. Und irgendwie kam es mir so vor, ja, irgendwie, das mache ich genauso in meiner Arbeit als Designer bis heute. Studiert habe ich Informationsgestaltung bei Michael Klar und Systemdesign bei Rüdi Bauer. Und ja, Michael Klar, mein Professor in Berlin, der hat mich sicherlich stark in Richtung Reduktion auf das Wesentliche geprägt. Und im Gegensatz dazu ging es bei Rüdi Bauer mehr um das Forschen im visuellen Ausdruck und um das Hinterfragen der Frage, wie er gesagt hat. Also den Auftrag immer noch mal von allen Seiten zu betrachten und zu durchleuchten. Und ja, in dem Systemdesign-Studium, da hat auch Markus Weisbeck mal ein sehr spannendes Semester gehalten zum Thema Mapping, also zum grafischen Aufzeichnen von Beobachtungen. Und da würde ich auch sagen, ja, wahrscheinlich hat mich das auch stark nochmal geprägt. Nach dem Studium habe ich mich besonders für das Thema Orientierung und Gestaltung im Raum interessiert. Zum Beispiel habe ich am Orientierungssystem der Berliner Museumsinsel mit dem Büro Polyform zusammengearbeitet. Und Ausstellungsdesign habe ich gemacht mit Integral, also mit Rüdi Bauer oder Surface, dem Büro von Markus Weisbeck. Mit Severin Wucher, meinem damaligen Kommilitonen in Leipzig, habe ich schon während des Studiums viel zusammengearbeitet. Also als Studenten haben wir zum Beispiel Entwürfe für eine neue Lackierung für die Flugzeuge der Flugbereitschaft an den Bundespräsidenten geschickt. Ja, die hat uns nicht so zugesagt, wie die damals vorgestellt wurde. Leider ja ohne Erfolg. Also wir haben einen Brief vom irgendwie aus dem Büro von Johannes Rau damals zurückbekommen. Aber immerhin sind wir im Output-Magazin, also in diesem Studentenjahrbuch, damit gelandet. War so ein kleiner Erfolg also schon auch. Und unter dem Namen Plural arbeiten wir auch weiterhin oft zusammen. Gerade gestalten wir zum Beispiel ein Orientierungssystem für eine Schule. Noch ein gemeinsames Projekt war Was war deutsches Grafikdesign? Das ist ein Designforschungsprojekt, bei dem wir mit den Studierenden zusammen Persönlichkeiten, Designrichtungen und Schulen in Deutschland recherchiert haben. Und deren Verbindungen wurden dann interaktiv auf einem Touchscreen-Tisch dargestellt. Der musste damals noch von Hand gebaut werden und das hat unser Coder und Handwerker im Projekt, der Markus Lerner, übernommen. Und ach ja, übrigens, dieser Tisch wurde dann auch mal bei der Ausstellung von Erik Spiekermann, also zur Verleihung seines Designpreises, nochmal umfunktioniert zur Darstellung von den Verbindungen zwischen den Designern, mit denen er zusammengearbeitet hat. Also das war auch nochmal eine schöne Sache im Bauhausarchiv Berlin. Mit Markus arbeite ich derzeit wieder an einer interaktiven Sammlungspräsentation, diesmal für das Museum Susch in der Schweiz. Das wird voraussichtlich ja, Anfang 2025 an den Start gehen. Ein weiteres für mich wichtiges Pluralprojekt war ein medizinisches Diagnosetool, das dem Arzt grafisch mögliche Zusammenhänge zwischen Symptomen und möglichen Erkrankungen gezeigt hat. Also entweder welche, die besonders gut zu dieser Symptomkonstellation passen oder die besonders wahrscheinlich sind. Und ja, für dieses Interface haben wir auch einen der ersten UX Design Awards bekommen. Also das war auch ein sehr schöner Erfolg. Und durch diese Arbeit an diesem Diagnosetool habe ich außerdem den Neurowissenschaftler Martin Hirsch kennengelernt, mit dem ich mittlerweile schon einige UX-Prototypen im Medizinforschungsbereich gestaltet habe und mit dem ich auch ja, immer einen sehr spannenden Austausch habe zum Thema visuelles Denken. Das ist so ein gemeinsames Thema von uns. Ja, dann gerade befasse ich mich wieder mit einem meiner Lieblingsthemen, nämlich den grafischen Modellen, also Konzepte visualisieren für den Bereich Wissenschaftskommunikation oder auch für Strategieentwicklung. Und
Jetzt gerade mache ich das mit 2 sehr renommierten juristischen Forschungsinstituten. Und zwar mache ich mit den Teilnehmern zuerst immer einen Crashkurs in menschlicher Wahrnehmung und Informationsgestaltung. Und anschließend arbeiten sie oder erste Entwürfe für konzeptionelle Modelle, die ihre Arbeiten auf das Wesentliche reduziert, aber eben doch korrekt darstellen. Grob gesagt ist bei denen das Vorgehen so einfach das Material mal vor sich ausbreiten, aussortieren und sortieren und ja dann die Zusammenhänge aufzeigen und einzeichnen. Und je nach Forschungsstand ist das Modell dann sowas wie eine erste Kartografierung des gesamten Forschungsgebiets, was sie sich vornehmen, oder eine Darstellung der Arbeitsthese oder auch ja, eine Darstellung der Arbeitsergebnisse in ihren Zusammenhängen. Manchmal nähern wir uns den Modellen auch über Metaphern an. Also zum Beispiel gab es eine Arbeit, die ging über die Anmeldung von Patenten. Und wir haben als eine Metapher gefunden, also diese Wellen, die sich in einem Teich ausbreiten, wenn man einen Stein reinwirft, das haben wir verglichen mit der Auswirkung der Anmeldung eines Patents. Und dann haben wir von da ausgehend weitergedacht, anhand eben der Arbeit oder anhand eben auch der Darstellung, die wir gefunden haben, was müsste ich jetzt grafisch tun, damit diese Wellen sich auch auf einen weiteren Bereich ausbreiten. Und das haben wir dann ja, mit weiteren Entwürfen durchdekliniert und daraus ist dann einfach die Darstellung für dieses Präsentationsposter oder Präsentationsmodell entstanden. Das ist einfach eine tolle Arbeit für mich, weil ich da mit absoluten Fachleuten auf ihrem Gebiet arbeite, denen ich da trotzdem immer noch mal neue Sichtweisen auf ihr Thema eröffnen kann. Und gleichzeitig ist es für mich halt super spannend, in solche Spezialthemen einzusteigen oder einsteigen zu dürfen und da viel erklärt zu bekommen. Und ja, es gibt einfach irgendwie immer so gute oder die perfekten Momente der Zusammenarbeit. Da gibt es so ein Zitat von Daniel Kahnemann, der mal gesagt hat, also optimal ist es, wenn da 2 Leute sich austauschen und eigentlich entgegen der Kommunikationstheorie mehr ankommt beim einen, als der andere jemals gesagt hat. Und ja, also interdisziplinäre Arbeit in ihrer besten Form und das macht richtig Spaß. Mit dem IDZ verbindet mich ein sehr guter Kontakt mit dem Team und auch ein paar gemeinsame Projekte. Also zum Beispiel durfte ich einmal das IDZ bei den Gdynia Design Days vertreten und da habe ich eine frühe Version dieses visuelle Modelle-Workshop schon mal gehalten. Also das war eine schöne Sache. In der früheren Phase habe ich auch sehr viele Fortbildungsangebote genutzt beim IDZ. Da ging es um Sachen wie Texten, Design Thinking, Service Design, transmediales Storytelling und ja, Workshop-Konzeption. Also das waren auch nochmal Sachen, da wurden mir nach dem Studium einfach nochmal die Möglichkeit gegeben, in ein paar Themen einzusteigen, meinen Horizont zu erweitern und diese Disziplinen und Methoden genauer kennenzulernen. Also war eine tolle Sache. Das wär auch schön, wenn da wieder mal mehr in diese Richtung käme. Freude macht mir schon seit einiger Zeit der Podcast Die sogenannte Gegenwart. Da präsentieren Feuilletonisten sich gegenseitig kleine Beobachtungen oder Schlagworte, die sie für besonders gegenwärtig halten und diskutieren die dann. Und ich freue mich auf die Fotoausstellung Träum weiter in der CO-Galerie über das Berliner 90er Jahre und all die ja, mittlerweile meist verlorenen Freiräume, die es jetzt nicht mehr gibt, bis vielleicht aufs Tempelhofer Feld. Ja, also da werde ich die Tage hingehen und da bin ich sehr gespannt. Ich lese nicht so viele Romane, aber ich erinnere mich daran, dass mich Solaris von Stanislaw Lem sehr beeindruckt hat. Und das habe ich so gelesen, dass es da um die Unmöglichkeit geht, dass das andere oder den anderen, das Gegenüber, so wirklich zu verstehen. Sei das jetzt ein Außerirdischer oder sei das auch tatsächlich eine nahestehende Person oder eben künstliche Intelligenz. Und gleichzeitig ist es ein bisschen traurig, aber gleichzeitig geht es auch immer so um mein ja, unermüdliches, immer wieder versuchen zu verstehen oder sich verständlich zu machen, ja, in so einer, ja, weil es einfach keine Alternative dazu gibt, das immer wieder zu versuchen.